Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie wir reale Landschaften digital modellieren können. Dazu nutzen wir die Unreal Engine, ein Programm, das in erster Linie entwickelt wurde, Computerspiele zu gestalten. Wir sehen jetzt hier gerade eine Landschaft, die als Beispiel entworfen wurde, um zum Beispiel archäologische Stätten zu visualisieren. Mit dieser Anwendung kann der Nutzer oder die Nutzerin nicht nur ein beliebiges Areal frei erkunden, sondern auch zwischen dem aktuellen Stand und einer möglichen historischen Version hin und her schalten. Archäologinnen und Archäologen können mit dem Tool verschiedene Entwürfe durchspielen und auf Plausibilität hin testen. Ja, was sehen wir jetzt hier und wo kommt das alles her? Also die Unreal Engine gibt zum Einstieg viele Assets vor, also Bestandteile, einzelne Komponenten können vorgegeben werden, wenn man denn das möchte. Ich gebe zum Beispiel vor, aus welcher Perspektive ich die Anwendung steuern möchte, also jetzt aus der Ego-Perspektive, von oben, über die Schulter oder frei fliegend oder mit diversen anderen Möglichkeiten. Ich kann verschiedene Objekte aus einer sehr großen Bibliothek hinzuladen. Da ist vieles davon frei verfügbar. Andere müssen bezahlt werden bei den Leuten, die die erschaffen haben. Und es gibt auch inzwischen sehr viele, also Tausende von Objekten, die per Fotogrammetrie modelliert wurden oder eingescannt wurden und die also wirklich sehr realistisch ausschauen und sehr gut geeignet sind, um solche Landschaften zu erschaffen. In diesem Beispiel wurde vorgegebene Vegetation genutzt, also sowohl die Bäume als auch die Gräser oder die reine Bodenbedeckung und dazu die Figur importiert. Gerade die Person war wichtig, um es leichter zu machen, die Größenverhältnisse einzuschätzen. Komplexe Objekte, die in dem jeweiligen Projekt gezeigt werden sollen, also zum Beispiel alte Gebäude, Mauern, Gegenstände etc., müssen mit einer weiteren Software modelliert werden. Das leistet die Unreal Engine selbst jetzt nicht. Dafür eignen sich dann Programme wie das frei verfügbare Blender oder kommerzielle Software wie 3D Studio Max oder Cinema 4D. Aber in diesem Video soll es nur um das Geländemodell gehen. Das, was wir jetzt hier sehen, basiert auf SATM-Daten, also Radaraufnahmen mit einer Auflösung von 30 Metern pro Bildpunkt, die für das Beispiel noch weiter verfeinert wurden. Wir werden uns jedoch mit einem gänzlich anderen Gebiet beschäftigen, und zwar soll es um den Schlosspark von Rheinsberg gehen, im Norden von Brandenburg. Wir werden uns nicht nur mit der vorderen Gartenfläche beschäftigen, sondern mit dem gesamten Waldgebiet, das zum Schlosspark von Rheinsberg dazugehört. Links sehen wir ein Luftbild und rechts das Geländemodell des Gebiets. Beides stellt das Land Brandenburg frei zur Verfügung. Beim Luftbild bekommen wir eine Auflösung von 20 cm geboten. Da gibt es auch andere Bereiche in Brandenburg, da haben wir sogar 10 cm. Und das Geländemodell wurde aus LiDAR-Daten, also einer Laserbefliegung, errechnet und verfügt über eine Auflösung von 1 Meter. Wenn wir uns einen Ausschnitt anschauen, sehen wir auf der Westseite die Terrassen und den Obelisk. Gegenüber befindet sich das Schloss. Im Geländemodell sind feine Abstufungen auszumachen. Um diese zu erhalten, müssen wir ein paar Dinge beachten. Darauf werden wir aber bei der Betrachtung der Daten nochmal zurückkommen. Hier schon mal ein Einblick in die Unreal Engine mit dem geladenen Geländemodell. Da sehen wir dann hier in dem Bereich wieder die Terrassen, den Garten und hier ist das Schloss halbwegs auszumachen. Mit dem Luftbild ist jetzt auch mehr zu erkennen, also so wird das später mal aussehen. Wenn ich mich jetzt den Terrassen hier nähere, dann man sieht ganz so langsam, wie das Luftbild an die Grenzen kommt, aber das Geländemodell hat durchaus noch Struktur zu erkennen.
So, als nächstes besorgen wir uns die Daten, die wir brauchen, also das Orthobild und das Geländemodell. Da haben wir einmal die Seite vom Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, den Geobroker. Dort finden wir diverse Daten, unter anderem Daten der Geotopographie und da das digitale Geländemodell, das DGM. Hier gibt es in verschiedenen Auflösungen, je nach Gebiet, unterschiedliche Daten. Wir sehen hier 1 Meter Bodenauflösung, einmal zum Einladen in diverse Programme oder eben auch zum Laden, zum direkten Runterladen. Und da gehe ich hier zum Beispiel auf Weiter zum Bestellvorgang, was nicht bedeutet, dass ich es bezahlen muss, aber auf jeden Fall geht das über dieses Tool. In meinem Fall zoome ich jetzt nach Rheinsberg rein. Hier haben wir das Gebiet. Und ich muss die Kacheln, die ich jetzt runterlade, nur anschneiden. Ich werde also nicht das komplette Gebiet auswählen, sondern ein wenig weniger. Dann nehme ich mal hier so diese innere Fläche von dem Park. Und gehe jetzt auf Einzelkachel, Info und Download. Und bekomme jetzt 4 Kacheln. Wenn ich hier rüberfahre, sehe ich, welche ich jetzt hier vorgeschlagen bekomme. Und kann, ohne dass ich mich hier anmelde oder ähnliches, auf Daten-Download gehen und bekomme eine Textdatei, also einmal pro Kachel, in diesem XYZ-Format. Das gleiche machen wir dann noch mit dem Luftbild, mit dem Orthobild. Da gehe ich hier auf DOP unter Orthofotos. Es gibt hier auch 10 cm, leider allerdings nicht für Rheinsberg, darum begnügen wir uns mit den 20 cm, völlig ausreichend für unsere Zwecke. Auch hier habe ich wieder die anderen Möglichkeiten, ich gehe aber direkt zum Bestellvorgang, habe mein Gebiet hier noch selektiert, gehe hier einfach auf Einzelkachel und habe wieder 4 Kacheln zur Verfügung. Und hier wähle ich jetzt TIFF als Ausgabeformat und lade die alle 4 runter. Hier sehen wir die 4 Kacheln des Luftbildes in QGIS, QuantumGIS eingeladen. QGIS ist ein Open-Source Geoinformationssystem, kann also frei heruntergeladen werden. QGIS nutzen wir jetzt jedoch in erster Linie, um das Geländemodell zu verarbeiten. Für Unreal benötigen wir das Gelände als Schwarz-Weiß-Bild. Momentan besitzen wir nur 4 Textdateien, die so ausschauen. 4 Millionen Zeilen mit einer Koordinate und einem Höhenwert. QGIS kann diese Kacheln einfach einladen und stellt sie uns in Schwarz-Weiß dar. Da jedoch jede Kachel verschiedene Maximal- bzw. Minimalhöhen aufweist, kommt es zu diesen unterschiedlichen Darstellungen. Wir wollen aus diesen 4 Kacheln nun ein Bild erzeugen. Dazu gibt es jetzt 2 Varianten. Wir können entweder mit rechts auf jede der Kacheln klicken und sie als GeoTIFF exportieren. Diese TIFFs würden dann in Photoshop eingeladen und manuell nebeneinander angeordnet werden. Das ist jetzt nicht ganz so simpel, da in Photoshop die tatsächlich erstmal nur komplett weiß dargestellt werden. Alternativ öffnen wir über das Menü Verarbeitung die Werkzeugkiste und nutzen dort unter GEDAL Raster Verschiedenes den Punkt Verschmelzen oder Merge im Englischen. Neben den 4 Eingabelayern kommt es jetzt darauf an, dass der Ausgabedatentyp auf Float 32 eingestellt bleibt. In Photoshop wird uns diese 32-Bit Float-Datei als weiße Fläche angezeigt. Doch im Gegensatz zum frei verfügbaren GIMP kann Photoshop dieses Bild in 16-Bit umrechnen, ohne zu viel Schaden anzurichten. Sehr wahrscheinlich wird auch das deutlich günstigere Affinity Photo dasselbe ermöglichen. Unter Bild, Modus 16-Bit pro Kanal wählen wir Histogramm Equalisieren aus und Photoshop stellen den kleinsten Grauwert in Schwarz dar und den größten in Weiß
und damit haben wir die Helligkeit gestretcht. Aber worum geht es jetzt hier? Geländemodelle werden in der Regel so abgespeichert, dass jeder Grauwert exakt die Höhe notiert, die an dieser Koordinate in der Natur vorliegt. Ein einfaches Graustufenbild wird nur als 8-Bit abgespeichert und verfügt damit nur über 256 Graustufen, könnte demnach nur ein Gelände vom Meeresspiegel, also 0, bis zu einer Höhe von 256 Metern wiedergeben. Spannend wird das Ganze erst bei 16-Bit. Hierbei können wir ca. 65.000 Graustufen abspeichern. SRTM-Daten werden meist in 16-Bit abgespeichert. Hier reicht der mögliche Höhenumfang von ca. 32.000 Meter unter dem Meeresspiegel bis ca. 32.000 Meter darüber. Reicht für die Erde völlig aus. Aber was ist jetzt mit den ungeraden Werten? Bei SRTM kommt es auf halbe Meter nicht so genau an. Ne? Bei einer Bodenauflösung von 30 mal 30 Metern spielen so feine Abstufungen ja kaum eine Rolle. Sollten Sie also nur mit 16-Bit-Daten arbeiten, werden die meisten Grafikprogramme völlig ausreichen. Wir wollen jedoch gerne kleine Unebenheiten und Abstufungen in unseren 1x1 Meter aufgelösten Geländedaten erhalten. Wenn ich das Bild mit dem frei verfügbaren Bildbetrachter OrphanView lade, bekomme ich immerhin ein Bild angezeigt, bemerke aber nicht gleich, was mir alles verloren gegangen ist. Wenn ich jetzt reinzoome und den Kontrast hochziehe, sehe ich plötzlich, wie grob die Abstufungen hier geworden sind. Im Gegensatz dazu der gleiche Ausschnitt aus Photoshop. Das jetzt gestretchte 16-Bit Graustufenbild können wir nun einfach als PNG abspeichern, um es dann in Unreal zu importieren. Ich werde jetzt nicht auf die ganzen Feinheiten der Unreal Engine eingehen. Dafür gibt es ganz wunderbare Tutorials im Netz. Wir starten einfach mit einem beliebigen Template. In meinem Fall habe ich mich für ein Third-Person-Spiel entschieden, ohne den Starter-Content. Dann rufe ich den Modus Landscape auf unter dem Knopf Modes und wechsle dann unter New Landscape zu Import from File, um dann das PNG, das 16-Bit-Bild, einzuladen. Wir sehen jetzt hier ein grünes Gitter. Das erinnert ja schon mal stark an ein Geländemodell, wunderbar. Nur ist das für Rheinsberg ganz schön hügelig. So sieht es da nämlich nicht aus. Ja, wir sehen unter Resolution, unter der Auflösung 4001 x 4001 Meter. Das ist korrekt. Oder Bildpunkte, einzelne Bildpunkte. Und Meter ist auch tatsächlich korrekt, weil das sind 4 x 4 Kilometer in diesem Gebiet. Wir haben halt das Glück, dass wir ein Geländemodell haben, das tatsächlich 1 Meter pro Bildpunkt aufgelöst ist. Würden wir das nicht haben, wären wir jetzt also zum Beispiel bei SRTM-Daten und hätten diese auch korrekt in eine andere Projektion, in eine Metaprojektion übertragen, also wie UTM, dann müssten wir hier die Auflösung skalieren. Also bei 30 Meter aufgelösten Daten müssten wir jetzt tatsächlich hier 30.000 derart Prozent hinzufügen. So, das würde das Ganze immens groß machen, aber es wäre ja auch ein verdammt großes Gebiet. Aber das ist bei uns nicht der Fall. Wir bleiben bei 100 mal 100%. Der Z-Wert hingegen muss skaliert werden. Unreal geht davon aus, dass sich die Grauwerte auf 512 Meter beziehen, also wahrscheinlich 2 mal 256 Meter. Das ist bei uns natürlich nicht der Fall. Wir können in QGIS ablesen, dass der maximale Höhenwert 92,441 Meter ist und der minimale 53,394. Davon die Differenz und dann geht das Ganze in den Dreisatz, um herauszubekommen, wie denn das Verhältnis des Geländes jetzt zu 512 Metern ist. Wir rechnen die 39,047 mal 100 und das Ganze durch 512
und komme damit auf ein Ergebnis von etwa 7,6%. Diesen Prozentsatz, den kopieren wir jetzt bei dem Feld für den Set-Scale-Wert einfach ein. Das ist jetzt eine sehr lange Nummer und wenn ich Enter drücke, sehen wir, wie das Gelände deutlich flacher wird, was schon mehr unserer Vorstellung von Brandenburg entspricht. Weiter unten gibt es noch den Wert Overall Resolution. Dieser weicht von der unseres Bildes leicht ab. Tatsächlich speichert Unreal Landschaftsmodelle in einer recht komplexen Struktur aus Quads und Sektionen und so weiter. Das sind diese ganzen Werte, die wir darüber sehen. Das hat zur Folge, dass ein Gelände sich immer diesem Aufbau unterwerfen muss. Also je nach Größe werden es ein paar mehr Quadrate oder ein paar weniger Komponenten und so weiter. Unreal versucht dann mit diesen Variablen so nah wie möglich an das ranzukommen, was wir vorgeben, und der Überhang, also der Rest, wird dann extrapoliert und das eher schlecht als recht, wie man hier sieht. Wir haben dann zwei Möglichkeiten. Also normalerweise könnte man jetzt sagen, ja, was soll's, dann ist da halt ein Rand, werde ich ihn nicht mich hinbewegen. Aber wenn wir in unserem Fall zum Beispiel ein Luftbild auf das Gelände packen wollen und das hat exakt die Ausmaße von dem eigentlichen Geländemodell, müssen wir irgendwie damit handeln. Doch zunächst merke ich mir die jetzt tatsächlichen Ausmaße meines Geländes, also 4065 x 4065 Meter, und klicke auf Import. Zurück im Modus Select sehe ich jetzt die Landschaft vor mir noch mit einem wunderschönen Karo-Muster und muss mir als erstes ein Material erstellen. Hätten wir die 4 Luftbildkacheln bereits zusammengefügt und auf eine vernünftige Größe gebracht, könnte ich jetzt im Content-Browser rechtsklicken, ein Material erstellen, dieses speichern und dann im Materialslot des Landscape-Objekts ablegen. Doch zuerst müssen wir ja das Luftbild zusammensetzen und auf die richtige Größe bringen. Ich lade also einfach ein Bild in Photoshop oder ein anderes Grafikprogramm ein, vergrößere das Dokument auf 200% in alle Richtungen und puzzle die 4 Kacheln zusammen. Auch das ist natürlich in QGIS über den Merge-Befehl möglich, aber wir müssen ohnehin im Grafikprogramm jetzt weiterarbeiten. Wir erinnern uns, dass unser Geländemodell jetzt statt 4000 Metern noch 65 Meter höher und breiter geworden ist. Darum wollen wir das Luftbild entsprechend erweitern. Unser Luftbild ist aktuell 20.000 x 20.000 Pixel groß und tatsächlich machen 4000 Meter, was es in der Natur ist, geteilt durch diese 20.000 Pixel genau 0,2 Meter, stimmt also. Um die Zielgröße zu erreichen, bediene ich mich wieder dem Dreisatz. Ich multipliziere die gesuchten 4065 Meter mit den 20.000 Pixeln des aktuellen Bildes und teile das Ganze durch dessen Ausmaße, den 4000 Metern. Ergibt 20.325 Pixel. Ich habe mein Bild vor mir, gehe auf Bild, Arbeitsfläche, wechsle zu Pixel und gebe hier die 20.325 bei beiden Dimensionen ein. Als Hintergrund ist in dem Moment weiß eingestellt, das passt mir. Dann selektiere ich mit dem Zauberstab den Rand. Muss hier darauf achten, dass Toleranz auf 0 eingestellt ist und benachbart, damit keine weißen Pixel im Bild selektiert werden, und gehe auf Bearbeiten mit Fläche füllen und habe hier inhaltsbasiert ausgewählt. Nach einer ganzen Weile hat Photoshop den Rand jetzt ausgefüllt. Wenn ich ein wenig reinzoome, sehe ich auch schon, wozu das führt. Sieht sehr realistisch aus, hat natürlich den kleinen
Geschmäckle, dass ich jetzt hier auch Gebäude zum Beispiel dazu gefüge, die in der Realität dann nicht sind. Wer das also nicht möchte, füllt das Ganze vielleicht mit einem sehr neutralen Muster aus. Bevor wir das Bild speichern, müssen wir noch etwas beachten. Unreal ermöglicht es zwar, jede Menge Texturen gleichzeitig in eine Szene zu laden, jedes Bild darf dabei aber maximal 16.384 Pixel breit wie hoch sein. Früher war das sogar nur die Hälfte. Und ja, wir verlieren damit Details, das Bild soll uns aber letztlich nur als Vorlage für die Vegetation, die Straßen und so weiter dienen. Die Nutzerschaft wird das also sowieso nicht zu Gesicht bekommen. Und wen es interessiert, 4065 Meter geteilt durch 16.384 Pixel sind knapp 25 Zentimeter pro Bildpunkt. Reicht völlig aus. Wir verkleinern das Bild auf die genannte Größe und speichern es als TIFF ab. Beim Speichern bitte beachten, das Häkchen für Alpha-Kanäle zu entfernen. Dann wird eine Kopie erstellt und ein Alpha-Kanal, der noch in dem Originalbild sein könnte, entfernt. Haben wir in der Unreal Engine, wie vorhin beschrieben, ein Material angelegt, können wir jetzt über Import die Textur importieren. Das Bild wird geladen und wir ziehen das aus dem Content-Browser in unser Material hinein. Dort wird es als Textursample abgelegt und das können wir verbinden. Über RGB ziehen wir eine Linie zu Base Color in unserem eigentlichen Material. Der Punkt UVS steht wiederum für die Koordinaten, wo das Material also auf unserem Objekt, auf unserer Landschaft aufgetragen werden soll. Und da ziehen wir eine Linie ins Freie und tippen dort Landscape Chords, also Koordinaten, ein. Links können wir jetzt unter Mapping Scale die 4065 Meter angeben, die das Bild groß sein soll. Ja, und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, müssen wir das Material nur noch speichern und dann wird das Luftbild auf dem Geländemodell schon im Viewer sichtbar sein. Das Geländemodell ist jetzt fertig importiert. Die Struktur der Terrassen sind gut zu erkennen. Im Hintergrund sind weitere Erhebungen zu sehen. Wir könnten jetzt anfangen, Materialien für die Wege zu erstellen, für Gras, für Bäume und so weiter. Und das alles anhand des Luftbilds aufzutragen. Aber dafür gibt es bereits sehr gute Tutorials, zu denen ich hier auch nichts weiter hinzufügen könnte. Insofern danke ich Ihnen einfach, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind und wünsche Ihnen noch frohes Schaffen weiterhin.